Heute gibt es bei mir ein weiteres Technikvideo. Und zwar eine weitere Kartentechnik und in den Farben Marineblau, Apfelgrün und Orchideenlila kann ich im Moment gar nicht genug arbeiten. Hier habe ich schon mal eine Baby Vibe Technikkarte oder eine Karte mit Strukturpaste. Und heute zeige ich die Faux Silk Technik, also die Seidenpapiertechnik, würde ich mal sagen. Ja, ich habe mir überlegt, eine schöne Karte zur Konfirmation, Taufe oder als Gutschein, als Einladung, wie auch immer, passt bestimmt sicher mit dieser tollen Technik, was so ein bisschen textil aussieht. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und als kleines Goodie werde ich hinterher noch mit dem Abfall, wir lassen ja nichts umkommen, etwas Besonderes dazu gestalten. Also bleib unbedingt dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und in meinem Experimentierclub haben wir letztens wieder eine Stempeltechnik ausprobiert, die Faux Silk Technik, saßen zusammen und haben überlegt, wie kann man das am besten mit welchen Materialien gestalten. Ich habe nochmal in den Farben Marineblau, grüner Apfel und Orchideenlila gearbeitet und hier diese Motive mir überlegt. Was mit Blättern passte nun super zu den Farben. Und maritim kann es ja natürlich auch immer sein. Ja, heute brauche ich eine Karte zur Konfirmation. Und ich schaue mal, vielleicht wird es dann am Ende noch eine kleine Zugabe dazu geben. Ich lege das hier erstmal schön beiseite, habe mein Käffchen, weil es wird heute ausführlich. Aber nicht ewig. Du kannst mir also so ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich etwas bastle, was ich noch nicht als komplettes Ergebnis vorher fertig habe. Ich verwende das Stempelset Feierliche Fische, eventuell Hoffnung und Segen, habe hier noch wie Muscheln liegen und alles Glück. Wir schauen mal, was ich dann am Ende davon nehme. Ich habe die Faux Silk Technik schon mal gezeigt mit einem Taschentuch, also einem Papiertaschentuch. Heute mache ich das mal mit Seidenpapier. Und dann dachte ich mir, das muss doch auch zu machen sein ohne Klebestift. Du weißt ja, manche Klebstoffe benutze ich gar nicht so gerne. Und habe mir hier diese Klebebögen zugeschnitten und ich sag mal, das wird funktionieren. Eine Unterlage, die Farben, die Blending-Pinsel, die Stempel und dann gestalte ich einfach mal drauf los mit meinem Papier. Die ganze Gestaltung könntest du natürlich immer auch mit ganz anderen Materialien machen. Es geht ja vor allem um die Idee. Okay, in dem Stempelset Feierliche Fische ist hier dieses grüne Element drin, also die Pflanze, das war das richtige Wort. Ja, und du weißt ja, das geht hier einfach wüst drauf los. Wir gucken mal, was am Ende passiert. Bis jetzt ist noch fast immer was draus geworden und wenn nicht, dann haben wir zum Schluss ein kleines Stück, was wir einfach reißen und für irgendwelche Dinge wieder verwenden können. Hier bleibt ja nichts übrig, kommt ja fast nichts um. Ja, mit Grün bin ich schon gut bei. Dann gehen wir mal ins Marineblau. Da könnte ich vielleicht dieses Wasserelement machen. Putzen tun wir später, haben wir festgelegt. Schauen wir mal. Ja, warum nicht? Können wir auch den ersten und zweiten und dritten Abdruck nehmen? Können wir. Kann sich vorher schon so ein bisschen überlegen, in welche Richtung die Karte gehen soll, aber auch selbst da geht alles. Hier gehe ich aber trotzdem von quer aus, also ein Querformat, kein Hochformat. Dann kann mein Wasser so fließen. Allerdings auch hochwärts ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bleibe bei quer. Okay, so, blau haben wir also auch. Und jetzt nehmen wir noch dieses schöne Orchideenlila und da lassen wir erstmal ein paar Fische schwimmen. Hier den kleinen. Und das ist ein Unifisch, also der kann egal wie in beide Richtungen schwimmen. Wir lassen ihn gleich in die andere Richtung schwimmen. Da schwimmt er andersrum. Das wird schon funktionieren, denke ich. So. Ja, ein Fisch. Wir bleiben bei den beiden Farben. Ansonsten hätte ich jetzt natürlich mit etwas mehr Farbe noch gearbeitet.
Aber wir wollen das ja so lassen. Also nehme ich jetzt den größeren Fisch und stempel den im Grün. Warum nicht? Grüne Fische. Gucken wir mal. Ach ja, das geht schon ganz gut. Wie gesagt, das ist ja auch immer nicht so, dass du das 1:1 nachbasteln solltest, nachstempeln, sondern nimm es als Anregung und schau, was du für Materialien hast. Natürlich bin ich Fan von diesem Stempelset, keine Frage. Aber schau, was du hast und sieh, was du damit machen kannst. Gleiche Technik, ganz andere Effekte. So, ich denke, das ist bunt genug. Und jetzt nehme ich nochmal das Wasser, in dem Fall also das Marineblau und den blauen Pinsel. Blending Pinsel heißt er. Das ist ja eigentlich eine Bürste. Jetzt vorsichtig so ein bisschen drüber. Dran denken, es ist ja dünnes Papier, Seidenpapier. Ich aus meiner Kiste, wo meine Lieferungen immer verpackt werden. Das ist ganz nett, wenn man manches Mal mit so ein bisschen Seidenpapier umhüllen kann. Ja, bleibt dabei, diese Farbkombination gefällt mir total. So, das haben wir. Und jetzt sind wir mit der Technik schon ziemlich weit. Das wäre auch ein schönes Hintergrundpapier. Aber wir machen ja unsere Vauxhall-Technik. Okay, ich habe mir eine Mattung zugeschnitten, beziehungsweise eine Auflage. Wenn meine Karte 10,5 mal 14,85 ist, dann ist meine Auflage 10 mal 14,35 cm. Und dann nehme ich mir in gleicher Größe zugeschnitten so einen Klebebogen und setze das jetzt mal hier drauf. Ziehe also die eine Schutzfolie ab und fange an, das so gerade wie möglich, das ist der Moment, wo du meine Haare siehst, hier drauf zu setzen. Erstes Feld sitzt. Und ab jetzt nichts knicken, einfach rüberziehen. Notfalls schneidet ihr das ein bisschen größer zu, weil die Bögen sind eh in 6 x 12 Inch, also bleibt was übrig, siehst du ja hier. Und jetzt ist ein wichtiger Schritt, jetzt musst du, ich kenne das unter dem Begriff Rakeln, die Klebefläche, die auf dieser zweiten Schutzfolie ist, auf das Papier bringen. Und dafür nehme ich mein Falzbein und fange an, hier drüber zu reiben. Du könntest auch, Tatsache, was ja auch eine schöne Sache ist, wo man die Klebebögen einsetzen kann, das sind ja immer Stanzteile, kleine, also könntest du das genauso durch die Stanzmaschine durchschieben. Dann verbinden sich auch die Klebepunkte mit der anderen Seite, wo sie eigentlich hin sollen. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt nehmen wir dieses Papier und zerknüllen es. So, dass es nicht kaputt geht, aber so, dass es richtig super geknüllt ist. Und dann machen wir es wieder locker auseinander. Und das ist eigentlich das, wo man jetzt überlegen könnte, wie sehr möchte ich diesen Vauxhall-Effekt haben. Also wie glatt streiche ich das wieder. Ich ziehe jetzt hier meine Klebeschutzfolie ab. Ja, es ist an der richtigen Stelle. Drüben sitzt es komplett. Das ist super. Das lege ich beiseite. Und jetzt nehme ich das Papier. Ein bisschen knittrig lasse ich das. Und ich gehe mal hier so dahin. So, und drücke es an. Komplett. Nehme also mein Falzbein, gucke, dass das da schön dran ist, aber dass ich außen nicht die Falten wegstreiche, weil die will ich ja eigentlich gerade haben. Und dann nehme ich meine Schere und schneide das hier ab. Ziemlich exakt. Du könntest das Ganze auch mit Reißen arbeiten, aber ich würde jetzt hier erstmal schneiden. So, und das schneide ich reihum ab. Notfalls nimm eine Schere, mit der du immer Klebstoff schneidest, also Klebeflächen. Das kannst du dann mit Alkohol, 99%igem, gut wieder reinigen. Und die letzte Kante. Super, das werde ich dann also reinigen, wie schon gesagt. Ja, dann nehme ich mir meinen Kartenrohling, ein A4-Blatt quer, also kurze Seite. Du weißt, was ich meine, in 2 Karten aufgeteilt bei, das ist 21 cm bei 10,5 gefalzt und hier sind wir bei 14,85. Das weiße Feld innen rein, gleiche Größe wie außen drauf das und das setzen wir hier vorne schon mal drauf.
Und ich finde, das sieht schon mal super aus. Und bevor wir das weiter gestalten, gucken wir mal, was hier übrig ist. Und da ist so ein kleines Stück übrig hier. Und du glaubst es nicht, ich habe hier Tatsache schon mal aus meiner Kerzenwerkstatt einen Rohling geholt. Und ich habe ja die Serviettentechnik schon mal gezeigt. Die geht natürlich mit Seidenpapier genauso wie mit Servietten auf Kerzen übertragen. Also ich meine Stempeln auf Kerze mit Serviette, so heißt es richtig. Und das machen wir jetzt einfach mit dem Rest vom Seidenpapier. Und dann haben wir passend zu unserer schönen Karte auch noch eine kleine Grußkerze. Wenn wir wollten, könnten wir da jetzt auch noch einen Gruß drauf stempeln. Ich reiße das, weil die Kanten lassen sich Tatsache besser auf dem Papier. Ja, die Übergänge wären einfach schöner, wenn das gerissen ist, als wenn da so glatte Kante ist. Und das klare Kante ist manchmal gut, aber nicht immer. Machen wir es mal so. So, jetzt haben wir das so. Jetzt legen wir das hier rum und auch hier an der Seite reiße ich. Fleißig. Und dann reiße ich. So, dann gucken wir mal hier hinten. Nicht zwingend eine Naht aufeinander legen. Das wird ein bisschen dick. Aber schmeißen wir hier noch das Fischlein ab. Keine offene Kante. Jetzt könnte man noch überlegen, ob wir da doch wieder einen Gruß drauf haben wollen. Und dann nehme ich mal diesen kleinen Motivationsspruch, sei einfach du selbst, und setze den hier drauf. Und das bedeutet, am Ende sollte ich auch mein Element gerade aufbringen. Das ist ziemlich blass, also mache ich das ruhig öfter. Dann ist das mit in meinem Muster auf der Kerze. Das ist witzig, gefällt mir. Putzen tue ich später, aber das sagte ich schon. Ja, jetzt habe ich hier nicht viel vorbereitet, ist ja relativ spontan. Du könntest dir jetzt ein Stück, wie heißt das, vom Backen, so Backfolie, Backpapierfolie, du weißt, was ich meine, nehmen und hier drüber legen. Du kannst es aber auch direkt nehmen. Du nimmst dann das Heißluftgebläse und das Ganze wird hier einfach angeföhnt. Gucken, dass es überall übersteht und dann, ich mache das jetzt mal so, einmal drauf und du siehst dann, wie es schmilzt. Es geht also mit der Folie, würde es noch besser gehen, aber es geht auch so und du siehst, wie das Wachs schmilzt und du musst zügig arbeiten, dass du hier nicht die Kerze in der Form veränderst. Das wollten wir ja noch nicht. Sondern wir schmelzen das einfach an. So, und trau dich einfach drüber. Ende vom Lied ist, die ganz äußerste Wachsschicht schmilzt praktisch in das Papier, in das Seidenpapier rein und gibt dem Ganzen eine Verbindung. Ich mache das gleich noch ganz fertig. Hier siehst du schon komplett, wie es ineinander geschmolzen ist, hier noch nicht. Da ich aber nicht möchte, dass du die ganze Zeit das Gebläse hörst, höre ich jetzt hier gleich auf, mache nur eine Seite, dann haben wir eine Seite schön zum Anschauen. Soweit, der Rest später. Wie gesagt, ich streiche hier ganz sacht drüber und das Wachs sitzt außen drauf. Die Kanten werden noch befestigt und meine Kerze, passend zu meiner Karte, ist gleich fertig. Und jetzt machen wir die Karte noch fertig. Dafür kleben wir das alles einmal aufeinander. Könnten auch von unserer Serviette hier innen noch was reinsetzen. Wäre auch noch eine Option, dass du hier einfach an die Kante noch was setzt. Das ist nochmal ein netter Effekt. Machen wir vielleicht auch, und da siehst du gleich, das Ganze geht auch nochmal mit Klebestift. Ich schaue mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Musst also ganz vorsichtig arbeiten hier. Ich würde das Blatt ja nicht einstreichen, weil ich tupfe aber alle Kanten, weil sonst würde was überstehen. Und ich setze hier einfach die Fische einmal drauf. Und so ein bisschen geknickt und geknüllert. Oben schneide ich glatt. Und hier unten in der Ecke sitzt es so. Wunderbar.
Und dann kommt draußen ein Element drauf, entweder mit Abstand oder flach. Ich klebe das jetzt einfach mit doppelseitigem Abreißklebeband einmal vorne drauf. Und dann ist das kleine Geschenkset fertig. Also die Zugabe ist die Kerze und dazu die Karte mit dem Stempelset Feierliche Fische. Hier innen rein, das kleben wir auch rein. Und außen kommt jetzt unser Gruß drauf. Und da habe ich mir überlegt, dort ist schon alles ganz schön da in dem Set. Besonders gut ginge es ja natürlich mit Einladung zur Konfirmation oder Kommunion. Oder wir nehmen den Wunsch zur Taufe. Auch da passen ja die Fische wunderbar. Also das wäre jetzt das, was wir noch am Gruß uns überlegen können. Und hier außen drauf, ich mache das jetzt fertig zur Konfirmation, aber habe mir gerade überlegt, zur Taufe finde ich das auch super. Setze das jetzt hier unten als Streifen drauf, dieses oben drüber. Hier stempel ich mit Marineblau jetzt einmal zur Konfirmation drauf. Gibt es nachher viel zu putzen. Ein paar Streifen sind doch noch übrig. Also zur Konfirmation. Ich gucke mal, ob das hier hinpasst. Das passt da ganz super hin. Blaue Farbe. Ich gucke mal, ob wir das gerade hinkriegen. Notfalls hätte es auch noch eine Rückseite. Ich setze mal noch einen weiter tiefer auf die Rückseite. Jetzt ist schief. Nehmen wir die andere Seite. Sagen Sie nichts. Und hier so. Viel besser. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Ja, zur Konfirmation sitzt da. Und was hätten wir noch? Wir hätten noch hier drüben einen Glückwunsch. Das nehmen wir jetzt einfach. Und entweder gefällt es mir und wenn nicht, dann war es ein Versuch. Auch das kennen wir ja schon. Also das Glückwunsch aus alles Glück. Passt ja. Jetzt gucken wir uns mal die Breite an. Dazu lege ich das dazu. Glückwunsch. Setzen wir hier drüben hin. Passt. Wie gesagt, ob es uns gefällt, sehen wir am Ende. Das da drauf, dann halten wir das fest. Und passend zu dem Textilen habe ich hier jetzt mein Bändchen. Ich nehme mal so eine Naturfarbe und wickel die einfach mit einer Schleife innen drum. Entweder wird es schön oder nicht. Weißt ja, Versuche, ne? Wenn du da so deine Grundgestaltung hast, dann mach sie unbedingt. Das war schon mal falsch. Moment, bin ein wenig verrutscht. Gucken wir mal, ob wir das sauber wieder abkriegen und den nächsten Streifen nehmen. Kriegen wir. Aber jetzt ist nur einfach ansetzen. Umdrehen. In der Mitte das Bändchen. 2, 3, 4 Knötchen. 5, noch ein Knötchen. Oh ne, wir machen gleich mal Schleifchen. Oh ne, wir machen noch ein Knötchen. Dann machen wir das Schleifchen nämlich am Ende. So, und jetzt nehmen wir die doppelseitigen Abreißklebebund. Heißen nicht so. Wie heißen sie? Die Abstandsklebepunkte. Du denkst bestimmt, ich spinne, wenn ich mir hier solche Worte überlege. Das ist wirklich so. Sind einfach weg. Aber egal. Gibt Schlimmeres. So. Alle Schutzfolien abziehen. Und schauen, dass wir mit unserem Video nicht viel länger als 20 Minuten wären, weil will ich ja nicht langweilen. So, jetzt die schönste Stelle. Die ist hier unten für mich. Hier so. Da so. Ja. Die Schleife. Warum nicht? Ja, kann man machen, muss man nicht. Ne? Ich sag ja, es gibt immer so Gestaltungen, die liebt man selber. Dann mache so eine. Ich bin jetzt mal mit der hier ganz zufrieden. Guck hier, dass ich meine Schleife noch ein bisschen sauber hinlege.
Und das andere Beinchen auch. Super. Und dann ziehe ich 1, 2. So, fertig ist meine Karte. Kann man so machen, muss man nicht, ne? Aber wie gesagt, also ich kann damit. Und dazu die passende Kerze, sei einfach du selbst. Ein kleines Geschenk für einen Konfirmanden oder zur Taufe oder einfach so zum Geburtstag, je nachdem, welchen Gruß du draufsetzt. Und jetzt packe ich hier nochmal meine schöne Farbkombination. Ich glaube, jetzt hat sich es aber auch langsam mal mit dieser tollen Kombination. Die hatten wir letztens, habe ich bei einem Insta-Hop mitgemacht und die Veranstalter hatten genau diese Farbkombi und ich kriege die gar nicht mehr vom Arbeitstisch. Aber jetzt ist hier Feierabend mit. Okay, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Vielleicht bastelst du das Projekt nach. Das würde mich riesig freuen, wenn ich dann mal irgendwo in den sozialen Netzwerken ein Bild dazu sehe. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.